Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen im Allgäu unterwegs. Wir wollen heute eine selbst zusammengeschusterte Tour laufen, allerdings nur in Anführungszeichen Plan B heute, und wir werden hier im Ostertal starten. Ja, Plan B, deswegen eigentlich wollten wir heute auf den Entchenkopf. Allerdings war heute Morgen das Wetter langanhaltend sehr schlecht mit Gewitter, Regen und so weiter. Und es ist auch für den Nachmittag nicht besser angesagt. Genau, deswegen Plan B, eine schicke kleine Hörnertour und zwar auf das Ofterschwangerhorn, dann vorbei am Siegeswangerhorn zum Rangiswangerhorn und dann wieder hier runter zum Parkplatz. Es sind so rund 14 Kilometer, 650 Höhenmeter. Ja, wir sind gespannt, wie es wird, und dann würde ich sagen, wenn ihr auch gespannt seid und wissen wollt, wie die Tour so wird, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war am Wanderparkplatz im Ostertal. Hier verschaffen wir uns auch gleich mal einen ersten Eindruck von der heutigen Route. Freudig machten wir uns auf den Weg, nicht ahnend, dass uns nach der großen Umplanung des Tages gleich noch eine weitere Planänderung ereilen würde. so, eigentlich wollten wir jetzt hier hoch. Funktioniert heute wohl nicht. Heißt, wir werden jetzt hier die Richtung das leider umgehen müssen. Das sind ein paar Extrameter. Ist wahrscheinlich vom Weg her auch nicht so schön, aber ja, schauen wir mal, wie wir jetzt auf der Schwangerhorn kommen. Immer diese Baumfellarbeiten. Aber gut, wer viel im Wald unterwegs ist, kennt das ja. Also auf an die Umgehung. Und schon ging es bergauf. Tobi schaltete natürlich sogleich in seinen berüchtigten Berggang. Auch wenn der Weg breit war, sobald wir aus dem Wald heraus waren, empfing uns das schöne Allgäuer Panorama mit allem, was dazugehört. Blicke auf Wiesen, Wälder und Berge, sowie natürlich die obligatorischen Kühe am Wegesrand. Eine bildhübsche Vorzeigekuh. Was ist das? Der Weg ist schon wieder versperrt? Zum Glück nur ein Weidezaun. Da kommt man ja meist gut durch. Zeitweise wird man auf den Weiden auch ein wenig begleitet. Schön, aber wie immer gilt, Abstand halten und einen gesunden Respekt vor den örtlichen Schönheiten bewahren. Besonders gefiel uns an diesem Abschnitt, dass wir immer wieder einen schönen Blick auf die Nagelflughette hatten, welche wir ja im Vorjahr erwandert haben. Kommt mal mit hier rüber. Hier und da unten wären wir eigentlich hochgekommen. Naja, ging auch so. Ist noch so am Rande zu erkennen. Wir gehen jetzt da weiter. Das ist natürlich wieder was für Tobi. Da lässt er gleich das Spielkind raus. Kurz vor dem Ofterschwangerhorn passierten wir noch den Weltcup-Express und machten einen kleinen Abstecher, um noch ein wenig mehr Aussicht zu genießen.
Im Winter lässt es sich hier übrigens sehr gut Skifahren, wie ich ein paar Monate zuvor schon getestet habe. Aber wir wollen mal nicht zu sehr abschweifen. Weiter ging es Richtung Gipfel, wo uns eine kleine Überraschung erwartete. Alphornbläser vor Bergpanorama sind doch immer was Feines und der Freiluftberggottesdienst war gut besucht. Da für den Nachmittag aber noch ein Gewitter vorhergesagt war, zogen wir nach kurzer Zeit schon weiter Richtung erstem Gipfel. Und da ist er auch schon. Auf der gegenüberliegenden Talseite ist das Wetter eher suboptimal, wie ihr seht. Da wollten wir heute ja ursprünglich hin. Weiter ging es nun in Richtung Sigiswanger Horn. Diesen Gipfel erklommen wir aber nicht, sondern wanderten etwas unterhalb daran vorbei. Hier wurde der Weg dann zeitweise auch etwas abenteuerlicher. Während wir bisher vornehmlich auf gut ausgebauten Wegen unterwegs waren, wurde es nun schmal, Wurzeln und Felsen inklusive. Gegenüber hängen immer noch Regenwolken. Wir würden sagen, alles richtig gemacht mit der Umplanung. Und da kam er endlich in Sicht. Der höchste Punkt unserer heutigen Tour. Das Rangeswanger Horn. Dann mal ab an den letzten steilen Anstieg des Tages. Geschafft. Und am Gipfel war einiges los. Aber wir ließen uns davon natürlich nicht groß stören und genossen die schöne Aussicht. Neben den schönen Kühen hatte die Tour auch noch bildschöne Schmetterlinge zu bieten. Hier seht ihr ein Sechsfleckwidderchen. Malerisch ging es nun weiter bergab in Richtung Parkplatz. Über uns wurde die ein oder andere Wolke langsam auch etwas dunkler. Aber es sollte sich bis unten ganz gut ausgehen.
Kurz vor Ende der Tour passierten wir nochmals eine Kuhweide. Mit Kühen. Natürlich mitten auf dem Weg. Da kein großer Bogen möglich war, versuchte sich Anne mal als Kuhflüsterin. Lasst uns einfach durch, danke sehr. Wir tun euch nichts, wir wollen hier nur durch. Funktioniert. Wenn sie das mal nicht gut gemacht hat. Kleine Erfrischung gefällig? Ist schön kühl. Eigentlich hätte ich ja wissen können, was kommt. Für sowas ist die liebe Anne immer zu haben. Die heutige Wanderung liegt inmitten des Allgäus, westlich von Sonthofen und südlich der Nagelflughette. Start ist am Parkplatz im Ostertal. Von dort geht es durch Wälder und über Weiden, vorbei an Kühen zum Ofterschwanger Horn. Von dort aus verläuft die Route unterhalb des Siegeswanger Horns vorbei zum Rangiswanger Horn und dann in einem Bogen über Weiden zurück zum Startpunkt. Ja, da haben wir es geschafft. Die 2,5 Hörner-Tour ist gelaufen. Ja, Anna, was meinst du? Wie war sie? Naja, also dafür, dass es jetzt nur unser Plan B war für heute, muss ich sagen, war sie sehr schön. Es war halt klassisch wieder Allgäu mit vielen Kühen, mit schönen Aussichten, mit zum Teil breiten Wegen. Wir hatten beim Anstieg halt ein bisschen Pech mit der Umleitung. Eigentlich soll es über schmalen Pfad durch Wald gehen. Aber gut, es ging trotzdem steil, sportlich bergan am Anfang. Schönes Training, wenn man so ein bisschen Höhenmeter machen will und keine große Schwierigkeit dabei haben möchte. Ja, es war ordentlich was los unterwegs, sowohl auf dem Ofterschwanger Horn als auch auf dem Rangiswanger Horn. Waren einige Leute unterwegs, hatten wir einen Outdoor-Gottesdienst nebst Alphornbläsern. Genau. War auch ganz lustig, mal vorbeizukommen. Ja, Ja. schöne Aussichten. Wetter hat hier auf der Seite sehr gut gehalten. Ich meine, wir haben ja drüben gezeigt im Video, da war das Wetter, wo wir ursprünglich laufen wollten, deutlich schlechter. Von daher war das heute definitiv die bessere Entscheidung, hier rüber zu gehen. Und nach den breiten Wegen, das müssen wir noch dazu sagen, hatten wir auch viele, viele schöne schmale Pfade. Genau, also ab dem Siegeswanger Horn wurde es dann auch vom Weg her ja, deutlich abwechslungsreicher, deutlich vom Untergrund fordernder. Und deutlich steiler streckenweise. Also es war wirklich eine Tour, Ja, die alles Rangiswanger Horn war schon Ja. die grüne Wiese. war alles Man dabei. kennt's. War alles dabei. Gut, dann würde ich sagen, wir werden uns jetzt noch ein bisschen Abkühlung im See verschaffen. Mit anderen Worten, von uns war es das für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.